Es passiert viel in Algerien, seitdem ich diese Anlage gebaut habe. Da war Terrorismus ohne Ende, die Leute waren ängstlich, da war Armut. Es ist eine Revolution der Freiheit, eine Revolution des Lächelns. Viele sagen, wir hätten unsere Würde wiedererlangt, doch es ist viel mehr als das. Wir sind wieder normale Menschen geworden. Ja, und die waren wie gelähmt durch diese Angst. Und seit 2005, wo diese Anlage da ist, habe ich eine Veränderung in der Bevölkerung gesehen. Trotz Terrorismus, die haben angefangen, einfach die Stirn zu bieten und keine Angst. Seit dem 22. Februar rufen die Algerier friedlich zum Sturz ihres autoritären und korrupten Regimes auf, das das Land in den Ruin getrieben hat. Die Angst ist überwunden. Eine ganze Nation fordert gemeinsam den Wandel. Die Bürger sind entschlossen, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Wenn diese Strudel, was passiert in der Mitte einfach, diese Transformation, wo das kommt, wo diese Blumen des Lebens ist, Dodekaeda zum Beispiel, diese Entstehung in meiner Wasser, das ist Liebe, das ist Magnet. Und diese Liebe transformiert alles. Wir bildeten eine Einheit. Und das war etwas Besonderes. Denn unsere Gesellschaft war durch das Regime jahrelang gespalten und zersplittert worden. Doch in diesem Moment hielten alle zusammen. Es gab keine Animositäten. Alle akzeptierten sich, ungeachtet der Unterschiede, auch politischer Art. Geht auf Arte, geht auf YouTube, guckt, was seit 6 Monaten in Algerien passiert. Ich bin immer im Hintergrund, ja, das ist meine Arbeit. Guckt, was diese Change geschehen ist, wie die Leute anders geworden sind. Und die gehen nicht zurück, weil sie was entdeckt haben. Sie haben die Angst nicht und diese ist ein Paradies, dieses Leben ist eine Freude, dieses Leben ist wirklich, es lohnt sich, es zu leben. 20 Jahre lang regierte Abdelaziz Bouteflika als Alleinherrscher über Algerien. Doch als er eine weitere Kandidatur ankündigt, geht das Volk auf die Straße. Er hat gesagt, es gibt 2 Kräfte, die aus einem Impuls rauskommen. Das Erste, wenn es hochkommt, spalten sich in Angst. Das Gegenteil von Angst ist nicht Hass, wie viele denken. Das ist Liebe. Wenn ich liebe, ich öffne mich, ich habe keine Angst, ich kann die Welt erobern. Diese Anlage hat mit diesen Kräften zu tun. Und die Leute, die da in der Nähe kommen, oder damals, als ich anfing, habe ich das noch festgestellt, warum ist das mit Algerien passiert? Und die Leute, die zu mir kommen bei Desert Green, die sagen, was hast du für eine Energie hier? Was ist hier los? Wir fühlen uns so, irgendwie, die kommen nicht vom Staunen. Ja. Am 22. Februar hält Algier den Atem an. Das Regime hat, wie beim geringsten Anzeichen einer Demonstration üblich, die Ordnungskräfte mobilisiert. Doch dieses Mal hindern die Polizisten die Algerier nicht daran, sich in den Straßen der Hauptstadt zu versammeln. Das Gesamtklima, die Gesamtatmosphäre eines bestimmten Bereiches verändert oder eines Landes verändert wird. Und als die Leute gesehen haben, hier irgendwie klappt Hab nicht, die Leute kann man nicht beeinflussen. Aber durch diese Anlage habe ich später festgestellt, ist nichts passiert. Wir leben in einem Land, in dem Demonstrationen verboten sind. Wenn die Menschen demonstrieren, ist das also ein Akt des Ungehorsams. Die ersten, die auf die Straße gingen, wurden von der Polizei festgenommen. Alle anderen, die danach kamen, wussten also, dass sie Gefahr laufen, verhaftet zu werden. Aber sie taten es trotzdem. Sie überwanden ihre Angst und widersetzten sich dem Verbot der Diktatur. Das ist großartig. Und jetzt schafft die Anlage nicht nur Regen, sondern die Anlage schafft, wie du das sagst, Harmonie. Harmonie, weil das ist ein Torus. Und das versucht man zu verhindern, dass wir erwachen. Gefangen im Spannungsfeld zwischen dem Militär und einer drohenden Islamisierung des Landes träumen die Anhänger der Demokratie von einem dritten Weg. Ein neues Algerien entsteht.
Angesichts fehlender Zukunftsperspektiven versuchen viele, das Land heimlich über das Meer zu verlassen, um ihr Glück in Europa zu versuchen. Man nennt sie hier Haraga. Sie verbrennen ihre Ausweise und Pässe, um unerkannt über die Grenze zu kommen, manchmal unter Lebensgefahr. Mehr als 500 von ihnen sollen 2018 bei der Flucht ums Leben gekommen sein. Quoi cette question? Mais elle n'a pas un rôle dans le mouvement. Elle est le mouvement. Quel est le rôle de l'homme dans la révolution? C'est la même chose. C'est une citoyenne algérienne qui sort parce qu'elle refuse la dictature. ما نقدروش نحب كنت نحس روحي صح في بلاد شغل تاع فيها حريه التعبير بصح الحريه التعبير ما عطاوهالناش هما. Si je n'ai pas un soutien franc et massif du peuple algérien, je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité. touchait ses frères et plus spécifiquement l'un d'entre eux, et qu'on surnommait à l'époque Monsieur 15%. Il faut s'armer de patience parce qu'on n'a rien gagné. Ceux qui ont le pouvoir sont les militaires. C'est une force organisée, c'est une force incontournable. La solution aujourd'hui passera forcément par une négociation avec l'armée algérienne et avec son chef, M. Ahmed Gaïd Salah. راح راس الحربه تما قعدوا لنا ومن بعد ديك الاخرين اللي كما يقولوا كانوا مخبيين الموراء تما كي راح هو دوكا تكون كما يقولوا مواجهه مباشره بين الشعب وبين هاد العصابه اللي راح تساير. Wie wir wissen, sind wir unterschiedlichsten Einflüssen von außen ausgesetzt, beispielsweise Chemtrails, beispielsweise HAARP, Entwicklungen, die inzwischen auch wissensmäßig, informationsmäßig im Mainstream angekommen sind und denen man scheinbar völlig schutz- und hilflos ausgeliefert ist, die man hinnehmen muss. Dass es vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist und dass es doch Möglichkeiten gibt, hier Dinge zu harmonisieren und wieder in die Ordnung zu bringen. Es passiert viel in Algerien, seitdem ich diese Anlage gebaut habe. Da war Terrorismus ohne Ende, die Leute waren ängstlich, da war Armut und die waren wie gelähmt durch diese Angst. Und seit 2005, wo diese Anlage da ist, habe ich eine Veränderung in der Bevölkerung gesehen. Trotz Terrorismus, die haben angefangen, einfach die Stirn zu bieten und keine Angst. Denn diese Strudel, was passiert in der Mitte einfach, diese Transformation, wo das kommt, wo diese Blumen des Lebens ist, Dodekaeda zum Beispiel, diese Entstehung in meiner Bassin, das ist Liebe, das ist Magnet. Und diese Liebe transformiert alles. Wilhelm Reich, er hat gesagt, es gibt zwei Kräfte, die aus einem Impuls rauskommen. Das erste, wenn es hochkommt, spalten sich in Angst, das Gegenteil von Angst. Ist nicht Hass, wie viele denken. Das ist Liebe. Wenn ich liebe, ich öffne mich, ich habe keine Angst, ich kann die Welt erobern. Ich bin blind, ich kann alles verschenken, Geld spielt keine Rolle. Wenn ich Angst habe, ich schrumpfe. Diese Anlage hat mit diesen Kräften zu tun. Und die Leute, die da in der Nähe kommen, oder die Vögel, oder wie bei jetzt haben wir eine Anlage in Österreich gebaut, da steht zum Beispiel hier ein Artikel, die Sphärenakupunkturanlage ist fertiggestellt.
Die Betreiber, hier kann ich einfach lesen, die Betreiber über die ersten Eindrücke, als wir die Anlage zum Testen das erste Mal in Betrieb nahmen, waren zwei Phänomene zu beobachten. Zum ersten waren plötzlich Hunderte von Vögeln da, zu unserem Erstaunen, weil sonst sehr wenige Vögel unser Grundstück besuchen. Es war ein beeindruckendes Erlebnis. Ich glaube, dass Sie durch Ihre Sensibilität die Veränderung als Erste gespürt haben. Das Gesamtklima, die Gesamtatmosphäre eines bestimmten Bereiches verändert oder eines Landes verändert wird. Und als die Leute gesehen haben, hier irgendwie klappt Hab nicht, die Leute kann man nicht beeinflussen, weil Hab, was tut Hab? Hab greift auf die Schumann-Frequenz sozusagen. Die Schumann-Frequenz sind wir. Wenn ich das verändere, kann ich auch meine Gehirnwellen sozusagen ändern. Und aus Ängste, aus Frust, man kann heutzutage, das ist kein Geheimnis, eine Aggression kopieren von jemandem auf jemanden, der friedlich ist. Einfach. Er fängt an, um sich rumzutoben und zu machen. Es braucht nur einen Impuls. Aber durch diese Anlage, habe ich später festgestellt, ist nichts passiert. Also der Zusammenhang zwischen auf der einen Seite bestimmten, ich sag mal, manipulativen Eingriffen, du hast Chemtrails angesprochen, du hast HAARP angesprochen, auf das Bewusstsein der Menschen. Diese Dinge passieren alle nicht zufällig, sondern sie haben damit etwas zu tun, dass diejenigen, die das Zeug installieren, auch ganz konkrete Absichten haben. Ja, ja. Entweder der Verdummung oder der Lethargie, wie das eher hier der Fall ist, dass die Leute trotz aller Probleme, trotz aller Schwierigkeiten so weiter vor sich hin drahnen oder eben in Richtung Aggression. Und jetzt schafft die Anlage nicht nur Regen, sondern die Anlage schafft, wie du das sagst, Harmonie. Harmonie, weil das ist ein Torus. Und das versucht man zu verhindern, dass wir erwachen, dass wir hochgehen. Da hat man unsere DNA manipuliert, weil jemand, der nicht weiß, dass er ein Sklave ist, ist der beste Sklave sozusagen. Ja. Und deshalb, hat Goethe schon gesagt. Diese neue Weltordnung geschieht auf verschiedenen Ebenen. Die Zeichen sind da. Durch diese Anlage werde ich vertikal. Das heißt, meine Torusse, die Chakren sind Torusse. Die drehen sich dann gleichzeitig richtig und dann geschieht das Merkwürdige, dann steigt die Kundalini, weil es geht darum, uns ins Zentrum zu bringen und diese Energie irgendwie so richtig so zu kanalisieren. Dann das Erste, was wir spüren, wir wirklich verbannen die Angst weg. Wir sind Liebe, wir sind in Kontakt mit Liebe. Angst macht uns sozusagen eine Mauer. Und wenn ich Angst habe, dann ist alles verloren. Ja? Ist komplett blockiert. Ist man blockiert, ja. Diese Anlage muss man sich so vorstellen, wenn ich einen Stein in eine Wasseroberfläche reinschmeiße, es entstehen Kreise. Die werden immer stärker und sowas. Und wenn man Global Scaling kennt von Hartmut Müller, das sind Energiepunkte, die sich schneiden und bei diesen Schneidungen, Inferenzen, sind Energiepunkte. Und es gilt, diese Anlagen bei diesen Punkten so bewusst zu installieren. Die erzeugt Tiefdruckgebiete. Tiefdruckgebiete, das ist das Schlimmste, was HAARP-Projekte, Bluebeam und so passieren kann. Es gibt viele Leute, ich sage, guck mal im Himmel, da sind Streifen, sagt, nee, das sind Kondensstreifen. Hast du sowas gesehen damals? Die Leute, die sind so überflutet, die glauben den Medien einfach. Damals, als ich anfing, habe ich das noch festgestellt, warum ist das mit Algerien passiert? Und die Leute, die zu mir kommen bei Desert Green, die sagen, was hast du für eine Energie hier? Was ist hier los? Wir fühlen uns so, irgendwie, die kommen nicht vom Staunen. Und ich habe ihn da auch ein bisschen vielleicht auch gemacht gehabt, dass er was über Algerien sagt, nicht nur über die Wüste, sondern über die Beruhigung. Ich darf ja erinnern, dass Algerien mal vor 20 Jahren das Terrorland Nummer 1 war in Nordafrika und die Amis wollten das initiieren, um dann weitere arabische Frühling zu inszenieren und das hat nicht geklappt. Und dann mussten wir nach Libyen und Tunesien und so weiter gehen, um das zu machen, weil er sagt, man kann es kaum glauben, dass so eine Anlage Friedlichkeit erzeugt.
Und ich darf erinnern an den Vortrag vor 2 Monaten. Da hat er noch gesagt, ich bin in Ukraine aktiv und es wird sich beruhigen. Da war gerade Hochkonjunktur kriegerischer Art und er hat was installiert und das war fast kaum glaubhaft. Es ist passiert. Plötzlich kam der Minsker Frieden, die Frau Merkel ist plötzlich mit dem Herrn Hollande aktiv geworden. Und vor ein paar Tagen war der Herr Kerry da und hat einen Kniefall gemacht, hat den Poroschenko zurückgepfiffen. Und die machen plötzlich auch Friedlichkeit. Und das ist doch super. Aber es war mir damals so aktiv wichtig, dass hier was passieren muss. Es sind dauernd ein Streifen nach dem anderen am Himmel passiert. Hier ist es erstaunlich ruhig. Dauernd in Tiefflug die Düsenjäger drüber weg, dauernd eine Galaxie nach der anderen. Und die hier gewohnt haben, haben es gesehen und gemerkt. Und wir hoffen jetzt, dass wir da Frieden erzeugen können. Und dann könnten wir eigentlich den Friedensnobelpreis für das alles einbringen. Das sage ich mal. So, und ich bin einfach mal, ich habe das richtige Wort getroffen. Zurück zur Ukraine, da hatten wir jemanden in der Ukraine, wir haben gesagt, kannst du nicht einen Teil der Technik nehmen, weil es war so krass, was da ablief, wir konnten das nicht mehr sehen. Und Andreas Pfeiffer aus Paraguay hatte jemanden, da glaube ich war bei dir in der Sendung, dann haben wir beauftragt, einfach einen Teil der Technik dahin und ich habe eine Fernbehandlung. Kannst du dich erinnern? Ich kann mit diesen Resonatoren, die ich habe, so aus der Ferne auch agieren. Das ist alles im subatomaren Bereich gemacht, ja, feinstofflich. Und sie waren da, wir haben das installiert, eine Woche später meldet sich Hollande und Merkel und kam es zu Minsk II. Wir kamen aus dem Staunen nicht. Dann habe ich nochmal eine Verstärkung gemacht, weil die wollten davon weg und alles. Dann habe ich gehört, ich war gerade in Paraguay, der Kerry war da und hatte den Poroschenko zurückgepfiffen. Da passiert was im Moment. Ein großartiges Projekt und dazu sagt er auch ein bisschen was. Ja, der sagt was und der sagt auch zu der politischen Lage in Paraguay. Ja. Als ich da anfing, da war doch ein Put und irgendwas politisch war sehr krass. Aber danach wurde dann eine Studie gemacht und Paraguay wurde an erster Stelle als friedlichste Land der Welt so irgendwie da kommentiert. Aber dazu sagt er selber im Film was. Hallo, ich bin Andreas Pfeiffer von der The Parent Tree Farm aus Paraguay und wollte mal kurz berichten, was die Machit-Anlage die letzten 14 Monate so bewirkt hat. Wir hatten ja bis Februar 2014 sehr viele Dürren in Paraguay. Es hat oft monatelang, teilweise ein halbes Jahr nicht geregnet. Und seitdem wir die Anlage also hier installiert haben, ist wirklich Phänomenales passiert. Wir haben also seitdem regelmäßig viel Regen. Wir hatten noch vor 2 Jahren eine politisch sehr unruhige Situation in Paraguay. Der Präsident wurde geputscht, es gab viele Tote, Ausschreitungen und auch da hat sich die Lage sehr entspannt. Also die Sphärenharmonieanlage hat sowohl das Wetter als auch die gesellschaftliche Situation in Paraguay sehr harmonisiert. Und wir hatten einmal im Oktober letzten Jahres eine Phase, wo über Paraguay sehr viel gehabt wurde, also künstliche Einsatz von Mikrowellen in der Atmosphäre. Und Machit konnte das Problem dann innerhalb von 2 Tagen lösen. Wir haben die Anlage verstärkt und seitdem haben wir hier regelmäßig super Wetter, strahlend blauer Himmel in Abwechslung mit herrlichen Wolken und ausreichend Niederschlägen. Und wir waren so begeistert, dass wir im Juni 2014 auch die erste deutsche Sphärenharmonieanlage in Deutschland gebaut haben.
in der Nähe von Wiesbaden. Und dort konnten wir also beobachten, wie sich direkt am ersten Tag der gesamte Dreck, die gesamten dunklen, schmutzigen, schlierigen Wolken aufgelöst haben. Es kam auch dort blauer Himmel zum Vorschein. Es waren wunderschöne Cumuluswolken. Und die Motivation, warum wir das gemacht haben, war eigentlich, dass der Konflikt um die Ukraine und die Kriegshetze in den Medien immer schlimmer wurden. Und wir wollten einfach nicht, dass es zu einem Krieg kommt in Deutschland. Und deswegen haben wir diese Harmonieanlage damals gesponsert. Mittlerweile sind noch 3 dazugekommen. Und wir hoffen, dass Matsches Vision in Erfüllung geht und dass weltweit 200 solcher Sphärenharmonieanlagen gebaut werden können, damit wir dauerhaften Frieden auf diesem wunderschönen Planet erreichen können. Vielen Dank, Maciej, und ja, ich hoffe, du kommst mal bald wieder nach Paraguay.